Ja, hallo und herzlich willkommen hier vom Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute dreht es sich mal wieder, wie ihr unschwer erkennen könnt, um Helis. Und zwar habe ich von der Firma Flywing wieder einen Heli zugeschickt bekommen, nämlich diese niegelnagelneue UH1 Huey. Hier in der V4-Version, natürlich wieder RTF, alles dabei, was zum Fliegen benötigt wird. Auch wie bei Flywing üblich, hier mit GPS schon. Den wollte ich euch heute mal vorstellen. Wir fangen natürlich wieder mit dem Unboxing an. Dann zeige ich euch die Mechanik und den Rumpf mal etwas genauer. Dann gehen wir natürlich auch auf die ganzen Funktionen ein und am Ende gehen wir natürlich auch noch fliegen. Ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video und bis gleich. So, hier haben wir jetzt mal den gesamten Lieferumfang vor uns liegen. Dank RTF natürlich alles dabei, was zum Fliegen benötigt wird. Das Einzige, was bei mir jetzt noch fehlte, das liegt aber an der Vorversion, die ich bekommen habe, ist die Bedienungsanleitung. Die bekommt ihr natürlich später noch mit, wenn ihr den Heli bestellen solltet. Ansonsten haben wir natürlich wieder dabei die 10-Kanal 2,4 GHz Fernsteuerung. Die zeige ich euch gleich natürlich noch mal etwas genauer mit den Funktionen auch. Dann haben wir natürlich dabei ein Flywing Ladegerät für den beiliegenden LiPo-Akku. Dazu das passende Netzteil, hier sogar mit EU-Stecker, finde ich sehr gut. Dann haben wir noch ein Datenkabel für die Übertragung an den PC, um Einstellungen zu tätigen. Hier schon USB-C auf USB-A. Dann haben wir auch wieder dabei ein Multitool. Das kann man hier so ausklappen. Hier sind verschiedene Imbus-Schlüssel drin. Den braucht man dann zum Warten des Helis. Natürlich haben wir hier auch einen LiPo-Akku dabei, und zwar ein 3000 mAh 4S LiPo. Dann haben wir noch einen Beinstecker, den brauchen wir aber wahrscheinlich jetzt bei der RTF-Version nicht. Der ist aber trotzdem dabei zum Binden des Helis mit dem Empfänger. Dann haben wir hier noch so einen kleinen LiPo-Strip, den brauchen wir nachher bestimmt dann, um den LiPo in dem Rumpf zu befestigen. Dann haben wir noch was Besonderes dabei, und zwar die Rotorblätter. Das ist an sich jetzt nichts Besonderes, dass sie dabei sind, das gehört ja dazu. Aber wir haben hier diesmal halbsymmetrische Blätter dabei. Und was ganz besonders ist hier, wir haben hier nicht nur eine Bohrungsaufnahme zur Befestigung an den Rotorkopf, sondern noch eine zweite. Das liegt daran, dass die Huey hier eine Besonderheit hat, beziehungsweise der Rotorkopf. Und zwar haben wir hier noch so Dämpferattrappen dran. Die werden dann an die zweite Bohrung geschraubt. Da bin ich mal gespannt, wie das nachher beim Fliegen funktioniert, beziehungsweise was das für Auswirkungen hat, weil die Rotorblätter dann ja nicht mehr sich frei wirklich bewegen können im Rotorkopf. Dann haben wir noch ein paar Scale-Anbauteile dabei. Die sind hier 3D gedruckt aus so flexiblem Material. Und zwar einmal eine Attrappe für die Paddelstange, die die Huey ja typisch oben drauf hat. Und dann noch Ersatzdämpfer, die oben am Rotorkopf drauf sind. Ein Cable Cutter haben wir noch dabei, diverse Antennen und hier nochmal vorne eine Antenne. Und dann noch die Schraube zum Befestigen der Paddelstange hier. Und last but not least natürlich noch die wunderschöne Bell UH1 Huey, hier in Grau gehalten. Die zeige ich euch natürlich jetzt als erstes nochmal etwas genauer. Dann zeige ich euch erstmal die Mechanik wieder etwas genauer. Dazu muss ich die einmal ausbauen. Geht aber ganz einfach. Einfach nur hier vorne erstmal die Haube natürlich abnehmen. Dann müssen wir einfach nur die beiden Schrauben hier vorne links und rechts einmal lösen. Ich muss in meinem Fall jetzt einmal den Stecker von dem ESC lösen und auch einmal den Empfänger nach hinten versetzen, weil das beides dem Schraubenkopf im Weg war. Und was wir natürlich machen müssen, ist einmal die Verbindung zum Heckmotor lösen. Und wenn die beiden Schrauben dann gelöst sind, können wir die Mechanik einfach packen, nach vorne rausziehen und aus dem Heli heben. Die Mechanik besteht aus zwei 1,6 mm starken Carbon-Seitenplatten und einer 6 mm starken Carbon-Bodenplatte. Die Verbindungen der Carbonplatten bestehen aus 4 mm starken Vierkant-Aluminiumstreben. Damit haben wir einen sehr steifen Grundrahmen. Die Aufnahmestücke für die Rotorwellenlager bestehen allerdings aus Kunststoff, aber recht dickem Kunststoff. Und die Motoraufnahme wurde aus Aluminium gefertigt. Die Hauptkomponenten wie die Hauptrotorwelle, die Taumelscheibe und der komplette Rotorkopf inklusive Blatthalter bestehen aus Aluminium. Die Rotorwelle ist zweifach gelagert. Das Besondere an dem Rotorkopf bzw. an den Blatthaltern ist hier, dass wir hier keine normale Blattaufnahme haben, sondern wie eben schon gesagt, haben die Blätter ja zwei Aufnahmebohrungen. Und hier sieht man jetzt auch warum. Denn die Blatthalter haben hier noch so eine Rotorblatt-Dämpferattrappe dran. Die wird dann ebenfalls mit dem Rotorblatt verschraubt. Die Blatthalteranlenkung ist eine sogenannte DFC-Anlenkung. Das sieht man hier, dass hier oben keine Kugelköpfe dran sind, sondern eine reine Drehverbindung. Die Taumelscheibe wird wieder von drei im 120-Grad-Winkel angeordneten Servos angesteuert. Angetrieben wird die Rotorwelle von einem Brushless Außenläufer. Der Typ steht hier leider nicht drauf. Die Kraft wird dabei diesmal nicht über einen Riemen übertragen, sondern über eine Ritzel-Zahnradverbindung. Aber wir haben hier schon direkt eine Schrägverzahnung verbaut, was dann auch wesentlich leiser läuft. Wie man erkennen kann, haben wir hier keine direkte Mechanikverbindung zum Heckmotor, wie zum Beispiel beim Airwolf, sondern der Heckmotor ist hier hinten direkt am Ausleger des Rumpfs angeschraubt.
Und zwar haben wir hier ebenfalls einen Brushless Außenläufer, hier steht aber auch leider wieder keine Bezeichnung drauf. Geregelt wird das Ganze über einen neuen Flywing 60 Ampere ESC in der V4 Pro Version. Und wie man sehen kann, besteht das Gehäuse des Reglers aus Aluminium und hat auch diese Kühlkörperrippen hier oben drauf. Als Flugsteuerung hat die Bell ebenfalls auch ein H1-System in Verbindung mit einem GPS-Modul eingebaut, was das Fliegen für Einsteiger natürlich wesentlich einfacher macht. Und last but not least haben wir natürlich auch wieder einen Empfänger angebracht, und zwar einen FlySky FSI A6B. Im Gesamten macht auch die kleine Mechanik der Bell wieder einen wirklich sehr guten Eindruck. Es wirkt alles sehr hochwertig und stabil verbaut. Trotzdem wäre es vor dem ersten Flug immer ratsam, bei einem RTF-Modell nochmal die Schrauben zu überprüfen, ob die alle gesichert sind und fest sitzen. Was man auch kontrollieren sollte, ist, ob die Kabel gerade hier am Zahnrad gut verlegt sind, dass sie da auf keinen Fall dran scheuern können im Flug. Und ihr solltet die beiden Antennen möglichst nicht so parallel hier am Empfänger lassen, sondern besser einmal im 90-Grad-Winkel zueinander angeordnet positionieren. Dann ist auf jeden Fall ein besserer Empfang gewährleistet. Dann werde ich die Mechanik mal wieder einbauen. Das geht natürlich in umgekehrter Reihenfolge genauso einfach wie beim Ausbauen. Und dann zeige ich euch als nächstes den Rumpf nochmal im Detail. Wir haben hier einen richtig schönen Bell UH1 Rumpf, der von der Rumpfform her auch sehr gut gelungen ist, wie ich finde. Leider haben wir hier aber keine Nieten oder Blechstöße abgebildet. Das wäre jetzt noch das Tüpfelchen auf dem i gewesen. Aber trotzdem finde ich, ist er richtig schick geworden. Auch die Lackierung finde ich diesmal sehr gelungen. Mal keine grüne Militärlackierung, sondern hier in mattem Grau-Weiß und mit jeder Menge schicker Decals drauf, die optisch auch richtig was hermachen. Also das Design wirklich richtig gut gelungen. Das ist auch alles sehr gut lackiert und die Aufkleber sind auch alle sauber aufgebracht und mit unter dem matten Klarlack versiegelt. Wir haben hier diesmal bei der Bell wieder klare Cockpitscheiben eingebaut, sodass wir hier natürlich auch wieder auf die Mechanik gucken können. Aber das ist halt der Kompromiss, wenn man klare Scheiben hat, im Gegensatz zum Beispiel zu schwarzen Scheiben. Aber die klaren Scheiben finde ich hier auch wieder die bessere Wahl. Wir haben hier zwar keine Nieten, aber die ganzen Lufteinlässe sind hier mit angeformt. Auch die vorderen und hinteren Türen sind hier mit Konturen versehen. Der Turbinenauslass ist hier auch dargestellt. Der ist hier zwar nur dunkelgrau lackiert, aber da kann man ja selber auch noch ein bisschen Hand anlegen und das farblich etwas verschönern. Der Heckausleger sieht auch gut aus, ist aber auch wieder relativ einfach gehalten, ohne Nieten und Blechstöße, genau wie die Höhenleitwerke hier. Hier oben haben wir dann den Brushless-Motor mit 3 Schrauben angeschraubt, der aber auch eigentlich meiner Meinung nach auf der falschen Seite sitzt. Das hätte man normalerweise dank separatem Antrieb eigentlich auch auf der richtigen Seite montieren können. Auch der Heckrotor bzw. Heckpropeller ist jetzt auch nicht ganz so scale. Da hätte man vielleicht auch einen scaligeren Heckpropeller anbauen können. Das Landegestell ist ebenfalls relativ einfach gehalten und besteht hier aus Kunststoff. Da hoffe ich mal, dass er auch härtere Landungen im Notfall aushält, macht aber jetzt auch keinen allzu unstabilen Eindruck. Aber auch hier könnte man sich natürlich als Modellbauer noch ein stabileres, scaligeres Landegestell selber bauen. Was ich im Gegensatz zum Airwolf diesmal sehr gut finde, sind die halbsymmetrischen Rotorblätter und dass sie diesmal auch grau sind mit diesen gelben Blattspitzen. Das macht auf jeden Fall schon mal einen sehr scalen Eindruck. Hier sieht man jetzt auch nochmal die Dämpferattrappen, die mit dem Rotorblatt verbunden sind. Da bin ich wie gesagt mal gespannt, ob das im Flug irgendwelche Auswirkungen hat, weil normalerweise das Blatt ja eigentlich nicht ganz so fix am Blatthalter montiert werden soll. Im Gesamten wirkt der ganze Rotorbereich auch mit der Paddelstange hier und der DFC-Anlenkung für dieses Modell wirklich sehr scale. Ich finde, auch wenn hier ein paar Details wie Nieten und so fehlen, haben wir im Gesamten einen richtig schicken kleinen Semi-Scale-Heli. Zum Akkuwechsel können wir natürlich die Haube hier vorne wieder abnehmen. Dazu müssen wir einfach den Hebel nach vorne ziehen. Dann können wir die Haube hier so rausheben. Der Akku wird diesmal nicht mit einer Akkuschiene in der Mechanik befestigt, sondern einfach hier mit Klett auf der Holzplatte fixiert und dann mit einem Akkustrap gesichert. Die ganze Mechanik sitzt hier auf dem eingeklebten Holzboden und wird wie eben schon gezeigt mit den 2 Schrauben hier vorne gesichert und hinten ist die Carbonplatte einfach nur eingeschoben. Im hinteren Teil haben wir einen richtig kräftigen Spand eingeklebt, wo dann auch die Mechanik passgenau eingeschoben wird und sitzt somit bewegungsfrei im Rumpf. Die ganzen Holzteile sind auch alle sauber eingeklebt. Zum Aufsetzen der Haube müssen wir einfach nur hier die beiden Pinne wieder in die Bohrungen einfädeln, dann vorne den Hebel wieder zurückziehen, die Haube runterlassen, bis der Pin wieder einrastet und schon sitzt die Haube fest. Die Bell hat einen Rotorkreis von 820 mm, eine Rumpflänge von 740 mm und ein Abfluggewicht inklusive Akku von 1,2 Kilogramm. Wir haben hier bei der RTF-Version eine FlySky FSI 6 Fernsteuerung mit dabei. Das ist ein 2,4 GHz 10-Kanal-Sender. Der macht einen sehr wertigen Eindruck, liegt auch gut in der Hand. Wir haben hier an den Seiten noch so Gummiauflagen, damit ist der Sender auch sehr griffig. Dann haben wir hier die 2 Knüppelaggregate. Diese sind aus Kunststoff, aber die Knüppel sind aus Aluminium gefertigt und lassen sich auch in der Länge einstellen. Sie lassen sich auch sehr gut bewegen. Alle Achsen sind bei dem Sender hier Heli-untypisch federbelastet. Das benötigt man aber wegen der GPS-Funktion. Dann haben wir in der Mitte noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt. Darunter befindet sich das Touch-Display. Links und rechts neben dem Display befinden sich 2 Knöpfe. Die dienen zum Ein- und Ausschalten des Senders. Oben haben wir dann noch 4 Kippschalter. Und zwar links haben wir einen kurzen 2-Stufen-Schalter, daneben einen langen 3-Stufen-Schalter.
Und auf der rechten Seite haben wir spiegelverkehrt das gleiche, und zwar einen langen 3-Stufen-Schalter und ganz außen wieder einen kurzen 2-Stufen-Schalter. Da der Sender in der RTF-Version schon vorprogrammiert ist, haben wir auch schon die Beschriftungen für die Schalter aufgebracht. So weiß man sofort, für welche Funktion welcher Schalter da ist. Und mittig zwischen den Schaltern haben wir hier noch so einen Anschluss für eine externe Antenne. Auf der Frontseite in den Ecken haben wir jeweils noch einen VIP-Schalter und auf der Rückseite haben wir noch 2 Taster. Die VIP-Schalter und die beiden Taster sind in der RTF-Version aber ohne Funktion. Unten haben wir dann noch das Akkufach, hier passen 4 AA-Batterien rein und oben haben wir noch einen Aluminiumgriff zum Transportieren des Senders. Auf der Unterseite haben wir einen Micro-USB-Anschluss zum Verbinden mit dem PC und noch einen DIN-Anschluss. Ich denke mal, der ist für Lehrer-Schüler oder für ein Simulatorkabel da. Um den Sender anzustellen, müssen wir hier beide An-Aus-Knöpfe gleichzeitig einmal drücken. Dann warnt er uns schon, dass wir hier einen Schalter nicht auf Neutralstellung haben. Die müssen nämlich alle auf Neutral stehen. Wenn wir den umschalten, dann piept es wieder und dann geht der Sender in den Homescreen. Wir haben ja hier, wie eben schon gesagt, ein Touchscreen-Display. Wir haben auch keine andere Möglichkeit, das Menü zu bedienen, außer über das Display. Wir sehen hier unten schon 3 kleine Punkte. Das heißt, wir haben hier 3 Menüs. Einmal in der Mitte den Homescreen. Wenn wir nach rechts wischen, haben wir einmal den Servomonitor. Wenn wir nochmal nach links wischen, haben wir wieder den Homescreen. Und wischen wir einmal nach links, haben wir noch ein paar Telemetriedaten. Dann gehen wir wieder zurück in den Homescreen. Hier haben wir, wenn wir Timer einstellen, 2 Timer-Möglichkeiten. Hier rechts oben in der Ecke haben wir einmal die Akkuanzeige für den Sender und einmal die Akkuanzeige oder Kapazitätsanzeige für den Akku im Heli. Hier unten links haben wir den Flugmodus, wenn wir den hier umstellen. Und hier rechts sehen wir schon ein Schloss, das heißt, das Touch-Display ist geblockt bzw. gesperrt. Das müssen wir mit einem langen Tastendruck oder einem Druck auf dieses Symbol entsperren. Dann erscheint hier das Menü bzw. das Einstellmenü-Symbol. Wenn wir hier drauf klicken, haben wir einmal das Funktionsmenü und einmal das Systemmenü. Das ist eigentlich auch relativ intuitiv aufgebaut. Hier steht alles drin, was dahinter steckt. Eigentlich alles selbsterklärend. Hier kann man reinklicken und dann einfach hier mit dem Pfeil wieder zurückklicken, durch die ganzen Funktionen blättern. Hier kann man alle Einstellungen tätigen, die man bei einem normalen Sender auch einstellen kann, wie Expo, Dual Rate und sowas. Das muss man hier bei der RTF-Version aber nicht machen, deswegen gehe ich jetzt hier wieder zurück in den Homescreen. Wenn wir den Sender ausstellen wollen, müssen wir hier wieder beide An-Ausschalter gleichzeitig drücken und dann geht der Sender aus. Ja, dann zeige ich euch erst nochmal, wie man den Heli aktiviert bzw. den Rotor ans Laufen bekommt. Das ist ja hier ein bisschen anders wie bei anderen Modellhubschraubern. Als allererstes wichtiger Tipp, macht bitte die Hauptrotorblätter ab und den Heckpropeller. Sicher ist sicher. Dann müssen wir natürlich als allererstes die Fernsteuerung anschalten, so wie gezeigt, hier mit den beiden An-Ausschaltern gleichzeitig drücken. Dann geht der Sender an. Dann müssen wir den Heli scharf machen, indem wir den Akku anstecken. Das ist hier bei der Bell leider ein bisschen umständlicher, weil die Kabel etwas kurz sind. Da müsste man vielleicht eine kleine Verlängerung reinmachen. Geht aber. Dann initialisiert der Hubschrauber erstmal kurz, die Taumelscheibe fährt hoch und runter und macht alle Bewegungen. Und wenn das erledigt ist, dann ist der Heli bereit. Dann können wir aber den Motor noch nicht starten. Normalerweise kann man ja hier mit dem Run-Schalter einmal den Motor anstellen. Hier müssen wir den Heli quasi erst noch aktivieren. Dazu müssen wir den langen Taster hier von der Home-Position entweder in die GPS- oder in die 3D-Position stellen. Da ich jetzt hier unten im Keller bin, mache ich das jetzt über die 3D-Position, weil GPS-Daten oder Satelliten findet ihr hier im Keller ja nicht. Ich stelle also einmal auf 3D, dann leuchtet die LED auf dem H1-Modul in blau. Bei GPS würde die jetzt in grün leuchten. Dann müssen wir erstmal, wie gesagt, den Heli aktivieren, indem wir wie bei einer Drohne die beiden Knüppel nach außen und unten bewegen, bis die LED am H1-Modul anfängt zu blinken. Und dann können wir mit dem Randschalter einmal den Motor starten. Und wenn wir den Schalter auf Stopp stellen, geht der Motor natürlich auch wieder aus. Im GPS-Modus müsst ihr natürlich erst noch die Satelliten suchen lassen. Das zeigt das H1 durch eine gelb blinkende LED an. Wenn die LED dauerhaft grün leuchtet, sind genug Satelliten gefunden und ihr könnt nach dem Aktivieren des Helis mit den Sticks mit dem Randschalter dann auch den Motor anstellen und losfliegen. Laut Aussage von Flywing müssen wir bei der neuen Bell den Kompass jetzt nicht mehr kalibrieren. Es würde ausreichen, wenn man einmal im GPS-Modus angeschaltet, einmal das Flugfeld abgeht, so ein bisschen, um zu gucken, ob die LED dauerhaft grün bleibt. Das würde schon ausreichen. Ich würde allerdings trotzdem, glaube ich, empfehlen, den Kompass einmal zu kalibrieren, weil wir ja jetzt hier in Europa sind. Der Heli kommt ja aus China und da ist es, glaube ich, dann schon besser, wenn man den Kompass einmal kalibriert. Dazu müssen wir auch einmal in den GPS-Modus schalten, uns den Heli nehmen, einmal 360 Grad im Kreis drehen, bis die LED dann wieder grün dauerhaft blinkt und dann ist der Kompass kalibriert und ihr könnt beruhigt losfliegen. Dann kommen wir jetzt noch zu den einzelnen Flugmodis, die wir hier einstellen können. Und zwar haben wir einmal die Möglichkeit des freien Fliegens, indem wir den linken langen Schalter auf Normal stehen lassen und den rechten langen Schalter entweder auf GPS oder 3D stellen.
Im GPS-Modus haben wir dann einen GPS-unterstützten Flug, sodass der Heli beim Loslassen des Sticks immer stehen bleibt in der Position, wo er sich gerade befindet, wie zum Beispiel eine Drohne. Und im 3D-Modus haben wir dann die Möglichkeit, komplett frei zu fliegen, ohne jegliche GPS-Unterstützung, wie man das beim normalen RC-Heli-Fliegen auch machen würde. Dann können wir noch 2 automatisch geflogene Figuren einstellen. Diese funktionieren natürlich nur im GPS-Modus. Und zwar haben wir da einmal den Kreisflug, wenn wir den linken langen Schalter auf die zweite Position stellen, hier bei der 0. Dann fängt der Heli automatisch an, mit der Nase nach innen einen Kreis zu fliegen. Dabei hält er natürlich GPS-gestützt auch die Höhe, die er gerade hat. Wenn wir dann noch den Gearknüppel nach links oder nach rechts bewegen, fängt der Heli auch noch zusätzlich an, sich in der Kreisbewegung um die eigene Achse zu drehen. Lassen wir den Gearknüppel wieder los, dann setzt er seinen Kreis ohne Drehbewegung weiter fort, bis wir den langen Schalter wieder auf die Normalposition stellen. Wenn wir den linken langen Schalter in die dritte Position schalten, hier bei der 8, dann fliegt der Heli automatisch achten. Ebenfalls wird natürlich dabei die Höhe GPS-gestützt gehalten. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, mit einer Gearknüppelbewegung nach links oder nach rechts eine Drehbewegung in den Achterflug mit einzubringen. Auch hier setzt er nach Loslassen des Gearknüppels den Achterflug ohne Drehbewegung so lange fort, bis wir den linken langen Schalter wieder auf die Normalposition geschaltet haben. Dann haben wir noch die Coming Home Funktion. Die aktivieren wir, wenn wir den rechten langen Schalter aus der 3D- bzw. GPS-Position wieder in die Home-Position schalten. Dann kommt er ganz automatisch langsam wieder auf die Position zurückgeflogen, an die er gestartet ist. Geht auch automatisch runter und landet auch automatisch. Den automatischen Rückflug kann man aber auch jederzeit unterbrechen, indem man den Schalter wieder auf GPS zurückstellt.
Ja, am Ende natürlich auch hier ein kleines Fazit. Über die Optik, denke ich, muss man nicht viel reden. Die finde ich wirklich super. Oder was sagt ihr dazu? Auch wenn hier natürlich Nieten und ein paar Details fehlen, aber wir reden ja hier schließlich nicht von einem selbstgebauten Superscale-Modell, sondern von einem RTF Semi-Scale-Modell in einer wirklich humanen Preisklasse. Im Flug gibt die Bell wirklich ein sehr schönes Flugbild ab und dank der halbsymmetrischen Blätter hört die sich für ein so kleines Modell gar nicht mal so schlecht an. Da bei mir die kleinen Befestigungsschrauben für die Dämpfer am Rotorkopf fehlten und ich auf die Schnelle keine passenden kleinen Schrauben gefunden habe, habe ich die Dämpfer jetzt auch nicht am Rotorblatt befestigt, sondern einfach nur in etwa in Position geschoben. Das reicht optisch eigentlich auch völlig aus. Und so hat das Blatt auch immer noch die Möglichkeit, sich ein bisschen auszurichten. Ich habe jetzt doch noch mal ganz kleine Schrauben gefunden und habe die Dämpfer mal angeschraubt, weil laut Aussage von Flywing die Dämpfer die Bodenresonanzen reduzieren sollen. Die passen jetzt nicht optimal hierzu, weil die etwas zu klein sind eigentlich. Deswegen kann ich nicht ganz genau sagen, wie das nachher später ist mit den Originalschrauben. Die sind natürlich dann später bei euch dabei. Ich habe da mal einen kleinen Testlauf gemacht mit den angeschraubten Dämpfern, mit meinen Schrauben und einmal komplett ohne Dämpfer. Und ich muss sagen, dass ohne Dämpfer der Heli ruhiger angelaufen ist als mit den angeschraubten Dämpfern. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das dann bei euch ist mit den Originalschrauben. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, ob für diesen Zweck so ein einfacher 3D-Druck ausreichend ist, beziehungsweise genau genug ist. Denn macht man die am Rotorblatt fest, dann kann sich das Rotorblatt ja nicht mehr selber ausrichten. Daher sollte der 3D-Druck dann auch schon wirklich richtig genau sein, damit auch im Laufen nachher keine Unwuchten entstehen können. Wer also auf Nummer sicher gehen will, der lässt sie einfach beim Fliegen weg oder schiebt die einfach so in Position, wie ich das gemacht habe. Aber Vorsicht, nicht zu weit nach innen schieben, denn dann kann das ganz schnell ins Gegenteil umschlagen. Das GPS funktionierte wie immer auch tadellos. Der Heli stand wie eine Drohne angenagelt in der Luft, wenn man die Sticks loslässt. Und auch die Kreis- und Achtenflugfunktion klappte einwandfrei, wobei das natürlich jetzt Funktionen sind, die sind ganz nett, aber haben mit echtem RC-Heli-Fliegen natürlich nicht viel zu tun. Auch die Coming-Home-Funktion klappte einwandfrei. Hier hat man natürlich auch immer die Möglichkeit, noch manuell gegenzusteuern, falls der Landebereich mal nicht zum Zeitpunkt der Landung frei sein sollte oder irgendwas Unvorhergesehenes eintreten sollte. Die Coming-Home-Funktion kann man natürlich bewusst einleiten, indem man den Schalter umlegt auf Coming Home. Oder die kommt automatisch, wenn der Akku leer geht, dann geht der Heli von alleine hoch, geht auf die Position oder auf die GPS-Position, wo er gestartet ist und geht dann von ganz alleine runter, bis der Motor sich dann auch von alleine ausstellt. Die GPS-Position wird im Übrigen erst gespeichert, wenn man den Heli aktiviert mit den Sticks. Das heißt, ihr könnt den Heli in Ruhe vorbereiten, Akku anschließen und nach GPS-Satelliten suchen lassen. Dann könnt ihr den Heli zum Startplatz tragen, ihn aktivieren und losfliegen. Das ist ja wichtig für die Coming-Home-Funktion, aber wie eben schon gesagt, könnt ihr die natürlich jederzeit unterbrechen bzw. manuell eingreifen. Die angegebene Flugzeit von etwa 20 Minuten passt auch soweit, aber das ist natürlich immer vom Akku und vom Flugziel abhängig. Aber ich denke mal, 15 bis 20 Minuten sollte man mit einem 3000 mAh immer hinbekommen. Auch bei der Bell hatte ich beim Fliegen im 3D-Modus wieder das Problem, dass der Schwebeflugpitch nicht der Knüppelmitte entspricht und somit eigentlich kein schöner freier Flug ohne GPS möglich ist, da der Heli in Knüppelmitte immer nach unten zieht. Da müsste man dann wieder die Einstellungen für den 3D-Modus so umstellen, dass auch die Knüppelmitte dem Schwebeflugpitch entspricht, damit man nicht immer gegen die Federkraft arbeiten muss. Aber meiner Meinung nach ist das freie Fliegen eigentlich auch nur wirklich sinnvoll, wenn die Feder aus dem Pitchknüppel entfernt wurde. Aber das ist vielleicht auch Geschmackssache oder Gewöhnungssache. Das war's dann wieder mit dem Video zur Bell UH1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Bell findet oder ob ihr vielleicht sogar die dunkelgrüne Militärversion schöner findet. Wer kein weiteres Video mehr verpassen möchte, der kann natürlich gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke nicht vergessen und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.